Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Agilite, der Magnetics Battle Belt. Gefühlt haben wir letzte Woche den auf der SHOT Show vorgestellt, den Magnetics Battle Belt haben wir euch da schon mal kurz gezeigt. Tatsächlich ist es aber schon wieder ein paar Wochen länger her. Bei uns war halt einfach SHOT Show, danach direkt Vorbereitung für Enforce Tech und IWA und jetzt sind wir wieder im Studio. Und tatsächlich kommt man von den Messen nach Hause und in der Post liegt schon der neue Magnetics Battle Belt. Den wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten, hatten jetzt tatsächlich aber auch noch keine große Zeit, ihn mal intensiv zu testen. Aber wir wollten euch zumindest schon mal im Detail vorstellen. Der wird hier im Team bleiben und dann auch nochmal auf Herz und Nieren getestet werden. Aber für euch jetzt einmal die Details und Features. Wir fangen mal an mit dem Inner Belt. Denn, wie wir bereits auf der SHOT Show euch gezeigt haben, der Magnetics Belt ist ein zweiteiliges Gürtelsystem, bestehend aus einem Innengürtel und aus einem Außengürtel. Hier seht ihr jetzt einmal den Innengürtel im Detail. Der ist vom Design her so gebaut, dass man ihn auch getrost als regulären Hosengürtel tragen kann. Das heißt, ihr habt hier Flausch auf der Außenseite, um sich mit dem Außengürtel dann zu verbinden. Das heißt, man kann ihn auf jeden Fall immer auch mit Kleidung darüber tragen, wenn ein Hemd oder ein T-Shirt oder eine Jacke drüber hängt, ohne dass man Gefahr läuft, dass die Sachen beschädigt werden durch Hakenklett, denn das ist hier nicht der Fall. Man hat hier Flauschklett und der ist laut Agilite auch dafür konzipiert, um mit einer verdeckten Trageweise arbeiten zu können. Das heißt, wenn ihr ein Inside Waistbelt Holster habt oder eben mit verdeckten Holstern arbeitet, ist der Gürtel hier die optimale Plattform, um das Holster zu fixieren. Der Gürtel ist innen verstärkt, das heißt, ihr habt hier eine Einlage, die zeige ich euch einmal. Das ist quasi auch dann der Verschlussmechanismus, den ihr gerade eben gehört habt. Den fädel ich hier einmal aus. Ihr habt hier am Ende ein kleines Pull-Tab, um das Ganze dann eben auch leicht abpeelen zu können. In Hakenklett wird das Ganze dann hier in sich selbst gesichert und innen in diesem Innengürtel läuft eine Reihe Curve-Material. Das Curve-Material ist ähnlich wie Tekris, ein Kompositplastik, was sehr formstabil in der horizontalen ist, aber sich dann entsprechend in der vertikalen oder je nachdem, wie man es jetzt sieht, sehr gut formen und biegen lässt. Das heißt eigentlich das ideale Grundmaterial für einen Gürtel oder für andere Gegenstände, in denen man eine hohe Steifigkeit in sich braucht, und das ist hier auch der Fall. Wie ihr gesehen habt, ist hier der Vorteil gegenüber anderen Innengürteln, dass man hier auf der Innenseite einen kleinen Sleeve hat, der auch hinten offen ist. Das heißt, egal wie lange ihr oder wie breit der Gürtel eingestellt wird, man steckt hier einfach dieses Curve-Material hier ein und dann schiebt sich das da durch. Und ihr seht, jetzt kommt hier hinten wieder raus, wenn ihr ganz eng das Ganze stellt. Aber ihr könnt es natürlich auch so stellen. Das hat den riesen Vorteil, dass egal wie ihr arbeitet, natürlich muss man dazu sagen, die Größe des Gürtels muss man natürlich schon noch ein bisschen auf seinen Umfang anpassen, sage ich euch gleich was zu den Größen. Aber ihr habt hier nochmal sehr viel Spielraum, weil ihr einfach dann durch diese Einlage oder durch diese Führung den Gürtel zum Beispiel auch so tragen könntet und dann hier einschlaufen als Beispiel. Na, ihr seht jetzt bin ich hier in dem Bereich, dass das Curve-Material quasi die Führung des Gürtels bildet, ohne dass der Gürtel eigentlich sauber bis zum Ende geführt wird. Das ist natürlich sehr schön, wenn man da nochmal in den Größen spielen muss, sei es jetzt zum Beispiel, man hat mehrere, also Magazine und noch die Waffe im Gürtel, dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Platz oder eben trägt man das Ganze nicht, dann muss er wieder enger sein und dadurch hat man hier mit der Führung extrem viel Flexibilität, um eben den Gürtel dann weiter oder enger stellen zu können. Eine Besonderheit des Magnetics Belts, das haben wir euch auf der Messe schon gezeigt und natürlich zeigen wir euch das auch hier, ist die Magnetkomponente, die hier eingearbeitet ist. Die hat man auch schon beim Innengürtel, das heißt, hier sind zwei Neodym-Magnete eingearbeitet in das Cordura, die dann dabei helfen, den Außengürtel richtig zu fixieren. Das zeigen wir euch dann im Anschluss, wenn wir zum Außengürtel kommen. Vom Gewicht her, also es ist nicht dafür gedacht, eine Last zu übernehmen, das heißt, der Gürtel wird dann durch das Klett gehalten. Der Magnet hilft nur, um das Ganze mittig zu fixieren. Aber man kann sagen, vielleicht ein halbes Kilo, vielleicht auch bis zu einem Kilo hin, da wird es schon eng, weil es sind einfach noch Stofflagen darüber. Und dann kann der Magnet natürlich nicht mehr richtig arbeiten. Aber einfach mal, dass ihr mal eine grobe Zahl genannt bekommen habt.
Der Innengürtel ist von der Breite her so, dass er problemlos auch in der Jeans zum Beispiel getragen werden kann. Wir haben hier 42 mm circa Breite, also 1,75 Zoll, während der Außengürtel dann ganze 50 mm Breite hat. Wir sprechen hier von 2 Zoll im amerikanischen Maß. Ja, die Idee dahinter ist jetzt, dass man die Magnete, die man hier am Innengürtel hat, findet man auch wieder am Außengürtel. Und wenn ich jetzt den Gürtel quasi anlege, mit den ganzen Taschen montiert, kennt man ja, vielleicht hat man den Plattenträger schon an oder man zieht einfach den Gürtel nochmal an und möchte den gerne mittig ansetzen. Ja, das heißt, das Holster muss an der richtigen Position sein, die die Magazintaschen müssen an der richtigen Stelle sein und vielleicht möchte man das iFac immer in der Mitte hinten haben und genau da hilft dann der Magnetic Belt. Das heißt, ich brauche ihn eigentlich nur hier irgendwie so grob in die Position zu halten. Dann zieht er sich schon automatisch ran an die beiden Magnete und ist dann auch entsprechend mittig ausgerichtet. Das Ganze wird dann mit Hakenklett im weiteren Verlauf fixiert. Wir haben hier 1000D Cordura, was verbaut worden ist. Durch den ganzen Gürtel läuft hier dann Tubular Nylon, also Schlauchband, was dann auch entsprechend für die Festigkeit sorgt. Der Gürtel ist aktuell, soweit wir wissen, nicht zertifiziert, kann aber für das Abseilen oder Sichern, Selbstsichern zertifiziert werden, laut Agilite. So haben sie uns das zumindest auf der Messe gesagt. Und auch hier hat man wieder das Curve-Material gewählt, um hier eine stabile Einlage zu schaffen. Das Schöne hierbei ist jetzt allerdings, dass man hier das Curve-Material auch nutzen kann, um wirklich bis zur Schnalle, bis zur Austria-Alpin-Schnalle in der Lage ist, quasi Taschen zu verbauen. Hier habt ihr auf der Seite eine Führung, wo dann der Curve-Steg durchgeführt wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Gürtel anlege, stecke ich hier dieses Teil hinein und dann wird das Ganze hier mit der anderen Seite schon mal direkt verbunden. Und jetzt seht ihr schon, jetzt habe ich hier auch unter der Schnalle tatsächlich dieses Curve-Material und das bietet mir eben die Möglichkeit, zum Beispiel dann auch hier im vorderen Bereich eine Pals oder mit Palsschlaufen eine Molletasche anbringen zu können, die normalerweise hier nicht fixiert werden könnte. Einfach weil hier dann nur das Gurtband ist, also bei einem regulären Gürtel, der dann hier die Cobra-Buckel einfasst. Man hat ja dann immer hier so kennt ihr ja dieses blinde Stück vorm Holster, das man eigentlich nicht nutzen kann, weil eben dort der Verstellbereich liegt und durch dieses Curve-Material seid ihr aber dann trotzdem in der Lage, auch diesen Bereich nutzen zu können. Das ist natürlich eine ganz coole Geschichte, um eben einfach auch da nochmal ein bisschen Flexibilität zu geben. Ansonsten wird hier das Tubular Nylon in einer elastischen Schlaufe einmal eingefasst, das seht ihr hier, um eben da auch nochmal gesichert zu sein. Bei der Cobra-Buckel hat man sich hier für eine kleine Variante entschieden, mit einem D-Ring integriert, um eben einfach auch hier nicht so eine riesen fette Schnalle zu haben und ein bisschen Gewicht zu sparen. Und beim Curve-Material seht ihr auch schon, das ist jetzt nicht durchgängig verbaut worden, sondern immer in Stegen, die hier leicht diagonal verlaufend im Gürtel integriert sind, einfach als Style-Element und eben auch schon mal so als Führungshilfe oder als Richtlinie, wie man die Magazintaschen montieren kann, zeige ich euch gleich am bestückten Gürtel. Ansonsten findet ihr hier halbe Palschlaufenbreite, wie es momentan bei vielen Battle Belts auch genauso gemacht wird. Einfach um hier die Möglichkeit zu geben, auch Molletaschen einzufädeln. Und das könnt ihr entweder klassisch in der Vertikalen machen oder auch leicht diagonal versetzt, je nachdem, wie viel Spiel euch eure Tasche gibt. Wenn ihr zum Beispiel Mellis-Clip habt, werdet ihr den schräg nicht reinbekommen, aber ganz normales Laminat, sage ich mal, bei einer Magazintasche, wie es jetzt hier zum Beispiel bei diesen Taschen der Fall ist, die lassen sich problemlos dann auch diagonal einfädeln. Wir haben für euch mal ein Setup mit dem Gürtel einfach gebaut, damit ihr mal sehen könnt, wie sowas aussehen könnte. Das hakt jetzt natürlich an sich selber, weil ich den Innengürtel gerade schon in meiner Hose trage, um das euch dann auch gleich nochmal demonstrieren zu können, wie man das anlegt. Aber das wäre zum Beispiel, hier könnt ihr sehen, man kann relativ weit nach vorne gehen durch die diagonale Anbringung der Magazintaschen. Dadurch stehen sie nicht so weit in den Bauch rein und man kann dann auch wirklich vorne, wo eigentlich schon der Liegebereich ist, sage ich mal, Taschen unterbringen, die dann normalerweise durch die gerade vertikale Montage eher stören würden. Ja, das wäre jetzt hier eine beispielhafte Darstellung, wie so ein Gürtel-Setup aussehen könnte.
Hier seht ihr jetzt nun mal, wie der Gürtel angelegt wird. Ich habe hier schon den Innengürtel in die Hose eingezogen und jetzt nehme ich quasi einfach nur den Außengürtel, halte ihn hinten mittig an den Magneten, dann wird er herangezogen. Jetzt brauche ich nur noch die Seiten mit dem Klett zu fixieren, schnalle zu und fertig. Kommen wir zum Fazit. Der Agilite Magnetics Battle Belt ist auf jeden Fall ein sehr, sehr robuster Gürtel, der euch viel Steifigkeit bietet, um verschiedenste Taschen, Holster oder Module anbringen zu können. Wir vermissen tatsächlich nichts an diesem Gürtel, ist wie viele andere Gürtel auch, die wir schon im Test haben, ein extrem wertiger Gürtel und das Feature mit dem Magneten mag vielleicht für den einen oder anderen genau das sein, was ihr gesucht habt, gerade wenn ihr mit viel Ausrüstung arbeitet und dann die richtige Positionierung des Gürtels auf die Schnelle nicht hinbekommt, einfach weil dann das Hakenklett schon gegriffen hat, und dann müsst ihr es wieder abziehen und neu justieren und so hat man immer gleich die richtige Position. Dazu sei noch gesagt, dass der Innengürtel extrem wertig ist und wirklich sich auch als regulärer EDC-Hosengürtel super tragen lässt. Und dann habt ihr auch immer noch mal einen Magneten mit dabei, wo ihr euer Messer quasi ohne Scheide hinten tragen könnt. Naja, so als kleiner Gag noch nebenbei. Ja, ihr bekommt den Agilite Magnetics Belt überall dort, wo man Produkte von Agilite kaufen kann, wie zum Beispiel bei Best Protection. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Ja, da der Release erst heute ist, kann ich jetzt kaum fragen, hat jemand von euch den Gürtel schon im Test? Vielleicht habt ihr aber doch irgendwie über B-Kanäle den schon bezogen und könnt schon etwas dazu sagen. Dann schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten natürlich auch gerne, wenn ihr überlegt, euch den Gürtel zu kaufen. Das würde uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns da auf dem Laufenden haltet. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.